am Stand von Morelo. Ein ganz wichtiger Händler von Morelo, Matthias Welz, grüß dich ganz herzlich. Grüß dich, hi. Hi, du bist den weiten Weg gekommen aus der Nähe von Osnabrück. Das ist so, ihr habt eine eigene Autobahnauffahrt. Die Autobahn wurde, glaube ich, auch für euch gebaut, die A33, stimmt das? Ja, nicht ganz für uns gebaut, aber in der Richtung. Halt die A33, die dann runterkommt von Paderborn und ja, direkt bei uns am Unternehmen landet. Ja, das ist ein neuer Approach von Morelo, den wollen wir heute mal zeigen, ganz kurz und knapp in 8 Minuten. Ein tolles Fahrzeug, was vor 2 Jahren erstmalig vorgestellt wurde, mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt eine Kundschaft dafür, muss man sagen. Also viele wollen ja die voll integrierten Liner haben. Kannst du das verstehen, dass die Leute hier Fahrerhaus trotzdem noch haben möchten, Alkoven? Ja, das ist ja seit vielen Jahren bekannt, dass die Vorteile beim Alkoven darin liegen, dass man halt das Original-Fahrerhaus hat und dann eine sehr schöne, abgeschlossene Kabine, in der ja gerade für Kinder, Familien oder auch für Alleinreisende, die getrennt schlafen wollen, einfach beste Voraussetzungen sind. Ne? Verge und Welz heißt der Händler. Ihr macht das Ganze schon sehr lange. Wie lange seid ihr Händler? Ja, seit über 40 Jahren sind wir 40 dabei. Jahre? Ja, nicht nur mit Morelo nicht, aber an sich ja, seit 1980. Und ja, jetzt seit 11,5 Jahren mit Morelo unterwegs. Das Besondere hier an diesem Grundriss ist, er hat 2 Riesengaragen. Und das ist wirklich der einzige Morelo, der das hat. Und da musst du überlegen, du hast einen Alkoven und du machst hier vorne auf und denkst dir, irgendwas ist kaputt. Denn der Platz, den du hier drin hast, das ist so unglaublich. Ja, wenn du das gerade mal öffnest, bitte, dass wir da mal reinschauen. Du hast quasi die Durchreiche, die du normal auch hast, aber das ist so hoch, da kannst du ein Fahrrad zum Beispiel unterbringen, ein Klapprad. Genau, das ist also so konstruiert, dass es ausgespart ist und hier dann eine entsprechend hohe Lademöglichkeit bietet. Vor allen Dingen, man kann durchladen auch, egal wie lang, von beiden Seiten zugänglich und somit also dann ein weiterer Vorteil von diesem Alkoven-Modell, die unfassbar große Zuladung und auch vor allen Dingen die Variabilität, die man dort hat mit der großen Heckgarage, aber auch mit den ganzen Stauraum, die halt sich dann rechts und links erschließen. Ja, Morelo Palace Alkoven 9411, von hinten nicht zu erkennen. Er sieht wirklich aus wie der ganz normale, aber dann siehst du 353.000 Euro, 246.900. Morelo immer noch ganze Produktion ausverkauft. Du hast viele Bauplätze geordert, muss man sagen, bestellt und es ist wirklich ein ganz besonderes Fahrzeug. Morelo, ich sag mal nicht so unbedingt kalt, so die Architektenwohnung, sondern sehr, sehr gemütlich. Das muss man, oder? Genau, sehr gemütlich und gerade bei diesem Modell einfach die ganzen Vorteile 1:1 übernommen vom Pallas. Das heißt, von hinten sieht man gar nicht, dass es sich um Alkoven-Modell handelt. Auch im inneren Bereich sind dann die ganzen Komponenten, die ganzen USPs eigentlich 1:1 übernommen, sodass man hier also wirklich ein absolutes Luxusreisemobil auf dem Iveco Daily als Alkoven bekommt. Ja, die CMT in Stuttgart, 2 Jahre hat sie nicht stattgefunden. Für dich ist Düsseldorf näher. Ja, wir sind norddeutsch und trotzdem sind wir natürlich hier auch in Stuttgart aktiv. Machen wir einmal auf. Elektrisch? Genau, elektrisch und dann erschließt sich halt hier diese bekannte Pallas Heckgarage mit sehr großen Abmaßen, mit tollen Verzurmöglichkeiten. So, Kollegen, geht mal gerade rein. Ich habe mal einen kleinen Fingerschnipp. So ist, Spaß beiseite. Die ist so groß. Man kann sie ordentlich beladen. Ich glaube, zertifiziert 350, 250? Genau. Was jetzt? 250 Kilo. 250 Kilo. So, da geht noch mehr. Das ist, muss man sagen, es geht ja auch um die Achslasten. Was drin ist, Super B ist verbaut. Eine zertifizierte Aufbaubatterie. Die ist nicht billig, aber sie hat alle Prüfzeichen. Die haften dafür, wenn irgendwas passiert, ich sag mal, es kann ja immer mal irgendwas passieren. Also Super B ist wirklich sensationell, oder? Genau, also gerade was jetzt die Elektrik angeht, ist in den letzten Jahren ganz viel passiert mit der Büttner Elektronik, also mit diesem großen Wandler. Im Positiven passiert. Nicht, dass die Leute denken, da wäre was abgeraucht oder so. Ja, also da ist wirklich eine ganz neue Technik jetzt, gerade natürlich mit den Batterien, die ja völlig andere Leistungsdaten und völlig anderen Gebrauchsvorteile bieten, als das früher war. Ne? Ich glaube, diese
Simone will raus. Ja, ich gucke mal ganz kurz, das würde ich mal raus. Es ist so, dieser Wechselrichter ist zum Beispiel bei Bimobil verbaut, in Fernreisemobilen, wo du wirklich Schotterpisten fährst mit allem drum und dran. Den kannst du eigentlich durchnudeln bis zum geht nicht mehr. Dann macht er auch noch Peakleistung bis fast 5 kW. Also wenn du mal trotzdem mal den Föhn und die Spülmaschine und die Waschmaschine anhast, das macht er. Irgendwann meldet er sich mal, oder? Ja klar, irgendwann ist da auch dann die Grenze erreicht, aber letztendlich ist es so, dass die neuen Anlagen hier so viel Leistung haben und auch so prozesssicher sind und diese ganzen Themen, die wir halt früher hatten, dass sie dann ausgestiegen sind, dass die Batterien ständig tiefenentladen war, dass die Leistung nicht verfügbar war, dass sie nicht gespeichert werden konnte, gerade wenn wir jetzt mit den Solaranlagen arbeiten oder auch während der Fahrt, der Ladebooster, der dann von Büttner dazu verbaut ist, das ist einfach ein System. Du hast richtig Power, du lädst in 1-2 Stunden, lädst du das Auto auf, das funktioniert immer, genau. Es ist Strom wie zu Hause, oder? Strom wie zu Hause und letztendlich auch von der Anzeige her dann und von dem ganzen Controlling her so aufgebaut, dass es für den User, für den Benutzer einfach funktioniert und man einfach nicht mehr diese ganzen Themen von früher kennt. So, das ist ein sehr handliches Fahrzeug. Länge hier 9,59 Meter. Man will ja im Innenraum nichts verschenken, deswegen ist das schon einer der längsten Pellets, die es gibt. Ja, das ist so. Trotzdem habe ich noch Zuladung hier bei dem hier, sogar richtig ordentlich. Genau, viel Zuladung und vor allen Dingen dann, wenn wir gleich reingehen, diese ganzen Vorteile, die wir vom Pallas ja seit vielen Jahren kennen, in einem Alkoven. Ja. So, können wir mal schauen. Das gab mal ganz kurz drin. Er zeigt das mal. Viele wollen die Wohnwelten sehen. Die haben das da drin. Ich gucke mal gerade auf die rechten Seite mal rüber. Da siehst du, von dem Fahrerhaus siehst du drin gar nichts, oder? Genau, es ist abgetrennt. Das ist die Winterabtrennung, die natürlich dann entsprechend auch isoliert ist. Ne? Oben ist der Alkoven drin. Auch der wirkt gar nicht wie ein Alkoven. Genau. Sehr geräumig, sehr groß, auch von der Tiefe, also die Bettbreite entsprechend gut ausgelegt. Also warte, ich zeige das mal gerade. Wenn man hier reingeht, dann hast du oben quasi ein ganz großes Bett, das so eine Art Koje ist. Trotzdem hast du keine Platzangst. Du hast also eine Höhe von ca. 1 Meter fast. Genau, und dann in die entsprechende Tiefe, die nach hinten halt dann wirklich ein absolut großes Doppelbett, also fast für 3 Kinder sogar ausreichend generiert. Der Einstieg wunderbar und dann halt hier diese wunderbare L-Sitzgruppe, die gerade jetzt im Winter, wenn man jetzt in der kalten Jahreszeit unterwegs ist, sehr viel Sitzmöglichkeit und Geräumigkeit bietet. Du, da darfst du gerade mal reinsetzen. Super schön. Guck mal, hinten ist noch ein Bett. Hast du gesehen? Ja, ich weiß. So, es gibt 2 Grundrisse. Es gibt dann hinten eine Rundsitzgruppe. Die ist auch extrem stark gefragt, muss man sagen. Ja, ist neu auf dem Markt, ist jetzt seit einem guten Jahr verfügbar. Ich glaube auch, dass wir die ersten Fahrzeuge jetzt am Platz haben mittlerweile. Und auch extrem nachgefragt. Das sind dann halt die Modelle, die im vorderen Bereich Einzelbetten haben, über dem Fahrerhaus, der Waschraum anschließend und dann halt mit dem Wohnbereich hinten große Rundsitzgruppe und große Küche. Einfach nochmal auch dann ein ganz anderes Raumgefühl bieten. Du hast halt eine Länge von fast 10 Metern, das muss man überlegen. Trotzdem ist das Fahrzeug unglaublich handlich. Du hast die große Küche drin, hier in dem Fall die Novell-Küche. Das Ganze ist sehr, sehr geöffnet. Wenn du mal ganz kurz rüber gehst, dann zeige ich mal gerade nochmal die Rundsitzgruppe, die hier drin ist. Dafür hast du aber nicht diesen integrierten Look, muss man sagen. Also Leute, die auf so Liner busmäßig stehen, die haben das nicht. Aber es hat was, oder? Ja, es hat was. Ne? Es ist natürlich, gerade wenn wir jetzt über den Winter reden, hier viel besser isoliert. Wir haben ein wirklich immer statisch verfügbares Bett über dem Fahrerhaus und wir haben natürlich für die Kunden, die ein richtig originales Fahrerhaus wünschen und die ganzen Vorteile der Bedienung und auch des Raumgefühls, der Abrollgeräusche haben wollen, mit dem Alkoven natürlich ein ganz anderes Gefühl im Fahrerhaus. Und wir haben halt auch 6 Sitze möglich hier. Ja. Große Küche, dann hast du alle Vorzüge natürlich. Hier der Panasonic mal in Silber, habe ich auch noch nicht gesehen. Das sagen muss. Genau. Du hast mehrere Marken, muss man sagen. Du hast auch Niesmann und Bischof, ist ein anderes Zielpublikum. Der eine mag Niesmann, der andere mag das. Niesmann geht den sehr modernen Weg. Genau. Also kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Die bauen noch nicht so viele Fahrzeuge, muss man auch dazu sagen. Es ist ein bisschen kleinerer Hersteller. Das ergänzt sich eigentlich optimal, oder?
ergänzt sich optimal. Also gerade im Iveco Daily Bereich ist es ja so, dass Morelo da einfach in Deutschland mit weitem Abstand führend ist, da sehr viel bietet. Und bei Niesmann Bischof ist es halt so, dass dort ein modernerer Weg gegangen wird, gerade was so die Materialien, die Optik, die Innenausstattung angeht. So, ich frage mal gerade ganz kurz, darf ich da mal ganz kurz reinschauen? Es geht ganz, ganz schnell. Ich will Sie da nicht irgendwie stören. Das ist übrigens die Kaffeemaschine, ich zeige euch nicht. Ist der schön, der Wagen? Ist der schön? Ja, ist wunderschön. Ich finde den so mit den 2 Betten, es gibt ja noch eine Rundsitzgruppe. Was ist denn jetzt besser? Rundsitzgruppe oder der da? Ich würde das favorisieren. Das hier. Ja. Warum? Darf ich das mal fragen? Ja, weil das Platzangebot einfach sensationell ist. Aber der ist jetzt 10 Meter lang, da kriegt man nicht mal jeden Platz, oder? Auf dem Campingplatz. Ja, das geht immer. Muss flexibel bleiben. Boah, hast du gehört? Geht immer, Leute sind positiv. Eng ist ein dehnbarer Begriff. So, aber das Coole ist, du kriegst ein Riesenfahrzeug, was gar nicht so riesig aussieht, was nicht so, du weißt doch selber, wenn du kommst in Morelo, weißt du vorne die Front, Reisebus und Co. Und hier ist das normale Fahrzeug drunter, das hat ein anderes Erscheinungsbild. Ein bisschen, ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich fahre ja selber so einen Reisebus, das wirkt nicht so ganz so. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin da natürlich abgebrüht. Ich bin da relativ cool auch und denke, das ist nicht der große Unterschied. Also der Alkoven, ich hatte das ja eben schon erzählt, hat natürlich seine Vorteile, hat seine Berechtigung, hat seine Fans und gerade mit diesem Auto ist Morelo ein Riesenwurf gelungen. Es ist ein teures Auto, es ist ein Auto, was schon einen großen Preis hat, aber es ist natürlich ein Wagen, der alle Gene und alle Vorteile des Pallas, des Morelo Pallas adaptiert auf diesen Alkoven-Grundriss und deswegen auch so viel gekauft wird. Ne? So, es ist ein echter Palace, muss man sagen, also mit allen Vorteilen. Die gleiche Möbelbau. Die Holzfarbe hier, die ist wirklich angekommen. Also das dunkle Holz kaum noch geordert, oder doch? Das möchte ich gar nicht so sagen. Also wir haben, ich denke mal im Moment so 25% dunkles Holz und... Ja gut, aber 75% ist ja eine Spar, oder? Gut, aber trotzdem wird es immer noch Fans und immer noch Kunden, die das Dunkelholz bevorzugen. Was sensationell ist natürlich das Platzangebot für Familien. Also du hast ja hier 7,5 Tonnen und du hast einen Riesenraum. Lieferbarkeit ist das große Thema. Du bist ein großer Händler, du hast viel vorgeordert. Von den 800 oder 700 Bauplätzen hast du wahrscheinlich 700 bekommen oder wird kontingentiert mittlerweile? Keine 100%-Quote leider, aber wir haben vorgeordert. Wir haben auch Fahrzeuge, auch im Vorlauf noch frei zu konfigurieren. Es ist so wie eigentlich überall nicht so, wie es vor 2-3 Jahren war, dass man also aus dem Stand alles bekommen konnte, sondern auch jetzt ist es immer noch so, dass gerade beim Vorlauf, bei der frei zu konfigurierenden Ware schon bis zu 12 Monaten dann gewartet werden muss. Also guck dir mal den Raum an, allein hier. Das ist schon ein Riesenraum, das würde mir als Wohnmobil schon langen, mit dem Bad, aber hinten dran das Bett normal. Das heißt, vorne schlafen die fast noch besser wie hinten, so kann man sagen, oder? Weiß ich gar Je nachdem. nicht. Weiß ich gar nicht. Also in aller Regel ist es so, dass hier hinten geschlafen wird von den Eltern und vorne dann die Kinder. Oder auch umgedreht. Die Betten sind vorne wie hinten so luxuriös und so großzügig und so gut gefedert und mit den entsprechenden Matratzensystemen ausgestattet. Das ist also beides Luxus, First Class, Liegefläche. Weißt du, was bei mir der Fall ist, wenn ich auf dem Stellplatz stehe? Deswegen, wenn du mal gerade so lieb bist, den Fernseher mal rausholst, bitte. Ist das gemein. Ja, nicht, genau, wenn du ein bisschen mehr ziehst, ist er kaputt, aber du wirst das rauskriegen. Wir lassen dich mal bei der Aufgabe drauf. Mal ganz kurz, wenn du mal kurz zeigst, Matthias, bist du so lieb, wenn du mal kurz zeigst. So. Entschuldigung. So, der Matthias kann sein im Messebetrieb, dass er fest ist, aber der wird gedreht dann anschließend, 32 Zoll, ziehst ihn raus und dann kannst du ihn drehen. Oft sind die allerdings in der Messe hier arretiert. Ja, den haben sie unten wahrscheinlich festgemacht, ja. Ja, genau. Also den kann man normal drehen. So, und dann ist okay, Matthias. Ah, da ist er. So, sehr schön. Wird gedreht. Also das ist der Fernseher. Man hier noch mal.
Wo ich übrigens drauf hinaus wollte, Matthias, kannst du ruhig so lassen. Also ich glaube, es kann auch sein, dass er, weißt du, was ich immer mache, wenn ich auf den Stellplatz komme, vielleicht hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich viel arbeite und so und dann will ich nicht, dass einer reinguckt. Ich mache ja vorne immer das Rollo runter, ja. Da kann ich mal gleich so ein Auto holen, ne? Hier ist auf jeden Fall dicht dann. Ne? Hier ist ja dicht. Nein, du musst doch nichts runter machen. Viele fahren ja auf den Campingplatz und machen erstmal alles zu. Und das, was du nicht hast, ist diese, die große Panoramasicht. Die fehlt dir dann natürlich. Das ist klar. Und trotzdem ist es so, dass im Sommer natürlich hier dieser Durchgang auch meistens offen bleibt, sodass man dann also schnell ins Fahrerhaus auch huschen kann, auch nach vorne durchschauen kann. Natürlich nicht so groß wie in einem vollintegrierten, aber trotzdem Sicht ist ja da. So, komm, wir gehen mal raus. Vielen Dank, Matthias Welz. Wir gucken uns ganz kurz noch das Fahrerhaus an. Du bist in Osnabrück. Der Ort heißt ganz genau? Bissendorf. Bissendorf. Bissendorf bei Osnabrück, genau. Bissendorf und ja, dort macht ihr das wirklich schon ewig. Ihr seid großer Morelo-Partner. Wir haben eine Staukasten-Klimaanlage eingebaut. Ich glaube, das Video haben mittlerweile 50.000 Leute gesehen. Es ist eine besonders schöne Art. Hast du es gemerkt, so ein bisschen, dass Leute kamen? Dann Ja, gerade unser Poppy ist da ein kleiner Star geworden und freut mich unheimlich, diese Resonanz auch, die da kommt in verschiedensten Art und Weisen. Natürlich auch kritische Sachen. Kommen Fragen oder Anmerkungen, Tipps, Erfahrungen. Das ist so schön in dieser Community, da einfach auch voneinander zu lernen und es bekannt zu machen, was möglich ist. Ne? da vorne ist das Fahrerhaus, ist auf. Man kann mal gucken. Wenn du mal probierst, ist auf, können wir mal reinschauen. Und da hast du denn das ganz normale Fahrerhaus mit 2 Sitzplätzen. Wenn jemand hinten drin sitzt, kann man ja drin sitzen, muss die Tür, glaube ich, aufbleiben, oder? Muss nicht aufbleiben, aber die ist natürlich normalerweise offen, sodass man dann also von vorne nach hinten durchhuschen kann, auch sehen kann natürlich, den Kontakt halten kann nach hinten. Und was ich vorhin ja kurz schon angedeutet habe, der Wagen ist ja dann auch als Sechssitzer möglich. Genau, es gibt nämlich auch die Möglichkeit, die Dauerverbindung zu den Fahrgästen hinten mit einer Wechselsprechanlage zu realisieren. Dann darf die Tür auch geschlossen bleiben. Ansonsten ist es so, wie du sagst, also entweder offen oder Wechselsprechanlage drin. Das Ganze wirklich in einer ganz tollen Qualität. Hier, also ich denke mir auch, das Einzige, was du hier nicht vergessen darfst, ja, ist, wenn du hier sowas fährst, da ist noch was drüber. Also die Höhe darf man nicht vergessen, oder? Weil du bist nicht so hoch wie bei dem anderen Reisemobil. Du bist unter allem, oder? Ja, also die Gesamthöhe wird, denke ich mal, so bei 3,60 in etwa liegen. Und das ist natürlich schon ein bisschen was, sollte man nicht vergessen, damit man nicht als Cabrio endet. Ne? Ja, so ist es. Vielen Dank, Matthias Welz. Heute ist der 19. Januar 2023. Schön, dich getroffen zu haben, denn geht ein bisschen über die Messe. Die Messe ist sensationell, finde ich. Also sie ist ein bisschen kleiner als die in Düsseldorf, aber viele hier aus dem Süden, die gehen nur auf die Messe, die fahren nicht nach Düsseldorf. Ja, erstmal das, und wir haben ja hier auch ganz viele touristische Geschichten noch, die gezeigt werden. Haben bis heute, ich glaube, 150.000 Zuschauer, Besucher hier, und das zeigt einfach diesen hervorragenden Trend und gibt uns Händler, uns Branche einfach auch richtig Auftrieb und ein gutes Gefühl für die nächsten Monate. So, und vielen, vielen Dank, Matthias. Komm kurz mit. Abmoderation, das ist eher, oder was heißt eher, du verkaufst ja alle Fahrzeuge. Du hast jetzt sogar ein ganz kleines Fahrzeug als Sondermodell konfiguriert. Sind da noch welche von zu haben? Ja, sind noch welche zu haben. Lieferzeiten sind aber ein bisschen nach hinten gerückt. Da müssen wir ganz individuell gucken, was wir da machen können. Einfach melden, und dann gehen wir in ein konstruktives Gespräch. So, und das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Kurz, trotzdem Pkw-Garage, Actros, werden wir mal in einem anderen Video zeigen. Vielen Dank, Matthias Welz von Fährecke und Welz aus der Nähe von Osnabrück. Ein Wohnmobilhändler der Superlative. Kannst du dich noch erinnern an unser Video vom Knaus? Ja, auch das, klar. Auch gerade vom Morelo Open letztes Jahr mit dem großen 119er. Ja. War lustig. Dankeschön. Ciao.